ist Love. Aber was ist es eigentlich, was wir alle brauchen? Und wen sehen wir, wenn wir uns unsere eigene Liebesbeziehung vorstellen? Wir schauen uns jetzt mal genauer an, wie unsere Vorstellungen von Liebesbeziehungen geprägt werden. Und das aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive. Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Wir haben alle eine bestimmte Vorstellung davon, wen wir als Liebespaar sehen und wen nicht. In diesem Film erfährst du, woher diese Vorstellungen von Liebe in romantischen Beziehungen kommen, wie Menschen von der Liebe ausgeschlossen werden und wie uns die Medien dabei beeinflussen. Hast du dich schon mal gefragt, warum du gewisse Vorstellungen von Liebesbeziehungen hast und woher diese kommen? Was bedeutet das Wort Liebe denn eigentlich? Wir haben PassantInnen in Freiburg gefragt, was Liebe für sie ist. Was bedeutet Liebe für dich? Liebe? Schwierig. Gute Frage. Ich glaube, Liebe hat einfach nur so mit persönlichen Gefühlen zu tun. Gefühl oder eine Wahrnehmung, also man kann gar nicht so richtig sagen, ja okay, es ist jetzt ein Zustand. Vielleicht eher so Zuneigung. Ja, Zuneigung und auch, dass man sich auf jemanden verlassen kann. Volles Vertrauen. Dass dir eine Person einfach mega wichtig ist. Ich glaube, die emotionale Nähe zu einem Mensch, die physisch als auch psychisch einen zu Hause fühlen lässt. Ich finde es relativ schwierig, eine Trennlinie zwischen romantischer Liebe zu ziehen und auch freundschaftlicher Liebe. Ich glaube, dass viele Leute denken, dass Liebe ist nur zwischen Menschen, aber ich glaube, dass Liebe bedeutet viel mehr. Ich glaube, man kann das nicht wirklich so definieren oder so. Eine eindeutige Definition von Liebe gibt es nicht. Sie bedeutet für jede und jeden etwas anderes. Liebe wird unterschiedlich gelebt. Trotzdem gibt es weit verbreitete Vorstellungen davon, wie und wen wir lieben sollen. In Romanen oder Filmen werden romantische Beziehungen irgendwie immer auf eine bestimmte Weise dargestellt. Es geht darum, die eine richtige Person zu finden, mit der alles funktioniert und mit der Liebe nicht zur Arbeit wird, weil man sich ergänzt wie zwei Hälften. Man heiratet, bekommt Kinder und lebt glücklich bis an sein Lebensende. Dieses Ideal wird uns zum Beispiel immer wieder in Romantikkomödien vorgelebt. Liebe wird in diesen Darstellungen also idealisiert und romantische Beziehungen werden mit ganz bestimmten Bildern verknüpft. Gleichzeitig gibt es gesellschaftliche Normen, nach denen Liebesbeziehungen bewertet werden. Die heterosexuelle Paarbeziehung ist zum Beispiel so eine Norm. Ideale und Normen wirken zusammen und geben vor, welche Vorstellungen wir von einer guten und richtigen Liebesbeziehung haben. Nicht alle Menschen entsprechen dieser Norm. Zum Beispiel homo-, bi-, a- oder pansexuelle Menschen gelten als Abweichung. Das zeigt sich auch im Phänomen des Coming-Outs. Nur weil Menschen nicht der Norm entsprechen und zum Beispiel nicht heterosexuell sind, müssen sie ihr Anderssein bekunden. Wie ist das eigentlich, sich zu outen? Es hat wirklich lang gedauert, bis ich mich von dieser Norm trennen konnte und sagen konnte, hey, ich werde auch ein schönes Leben haben, wie ich bin und ich muss aufhören zu behaupten, dass ich was anderes bin als das, was ich bin. Mit 17 hat sich Adrien zum ersten Mal bei einer Freundin als queer geoutet. Inzwischen weiß Adrien auch, dass non-binär die Geschlechtsidentität ist, mit der Adrien sich identifiziert. Am Phänomen des Coming-out wird deutlich, dass es Menschen gibt, die erstmal erklären müssen, auf wen sie stehen. Denn die gesellschaftliche Norm ist die Heterosexualität. Es wird erwartet, dass Frauen Männer begehren und andersrum. So wird es uns auch immer wieder medial vermittelt, zum Beispiel in Liebesfilmen. Dementsprechend war es schwer für Adrien, sich von dieser Annahme zu lösen. Das war, glaube ich, für mich das Schwierigste, mich wirklich von diesen ganzen Vorstellungen von Liebe und Sexualität und so weiter zu trennen und Heirat und Kinder haben und so weiter. Und irgendwann auch wirklich für mich selbst zu entscheiden, hey, was willst du wirklich für dich so? Die Vorstellungen davon, welche Liebesbeziehungen als normal gelten, wen wir also begehrenswert finden, halten sich hartnäckig in den Köpfen. Wir haben mit Josefina Praku darüber gesprochen, warum die Vorstellungen von Liebe nicht spurlos an uns vorbeigehen kann. Josephine Apraku ist Autorin. Über die Liebe sagt Apraku, dass sich an ihr auch soziale Ungleichheit zeigt, trotz aller Romantik und schönen Gefühlen. Menschen werden bei Liebe und Beziehungen also unterschiedlich mitgemeint. Und das hat Gründe. Wie beeinflusst unsere Vorstellung von Liebe unsere Partnerinnenwahl?
Ich glaube, dass hier die Gesellschaft auch sehr stark mit Bildern arbeitet. Also hier sind zum Beispiel Fragen von Repräsentation auch total relevant. Und die Repräsentationen, die uns umgeben, zentrieren ja in aller Regel weiße Menschen, Menschen ohne zumindest offensichtliche Behinderung beispielsweise. Die zentrieren heterosexuelle Menschen, die zentrieren Menschen, die wir in der Regel auch als Cis-Personen wahrnehmen. Das heißt, eine ganz bestimmte Gruppe wird hier in der Regel gezeigt. Und das bedeutet gleichzeitig auch, ganz viele Menschen werden nicht gezeigt. Und diese Bilder machen etwas mit uns. Repräsentation meint hier, welche Personengruppen wie dargestellt und damit sichtbar gemacht werden. Zum Beispiel in Romantikkomödien. Da verliebt sich meistens eine schlanke, schöne, weiße Frau in ihr männliches Gegenstück. Andere Lebensrealitäten, zum Beispiel wie in Adriens Fall queere Liebesbeziehungen, werden deutlich seltener gezeigt. Die Filme bilden so Normen ab, nämlich zum Beispiel heterosexuell, schlank und ohne Beeinträchtigung zu sein, und sie bestätigen diese Vorstellungen immer wieder. Vorhin hast du erzählt, dass wenn von einer Dating-Plattform, also auf einer Dating-Plattform ein Foto ist von einer Person, dass die dann, wenn die nur mit dem Gesicht drauf ist, dass die dann grundsätzlich als nicht behindert erstmal wahrgenommen wird. Warum ist das so? Warum denkt man dann direkt, dass die Person nicht behindert ist? Weil wir sehr stark geprägt sind von Normvorstellungen. Und Normvorstellungen, also das, was wir uns vorstellen, was vermeintlich normal ist oder richtig zum Beispiel, ist informiert von den unterschiedlichen Formen von Diskriminierung. Also zu Norm gehören die Dinge, die ich gerade auch mit Blick auf Repräsentationen von Liebe aufgezählt habe. Josephine Apraku sagt, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Normierung von Liebesbeziehungen und Diskriminierung. Denn wer in Bezug auf Liebe, Sexualität und Partnerschaft von der Norm abweicht, wird deshalb häufig diskriminiert, also gesellschaftlich benachteiligt und ausgegrenzt. Schuld daran ist der kulturelle Mechanismus des Otherings. Das bedeutet, dass über Menschen behauptet wird, sie seien anders als die Mehrheit. Weil sie nicht dem entsprechen, was als normal gilt, werden sie ausgeschlossen. Das geht in Deutschland zum Beispiel queeren Menschen so, Menschen mit Beeinträchtigung oder People of Color. Ich glaube, es ist wirklich etwas, was wir tatsächlich angehen müssen, weil Diskriminierung in unserer Gesellschaft uns als so normal auch erscheint. Also eine Frage, die wir uns selbst stellen müssen und ehrlich gesagt auch vor allem dann, wenn wir selbst von Diskriminierung oder auch intersektional, also von mehreren Formen von Diskriminierung betroffen sind. Weil da geht es ja dann nicht mehr nur darum zu sagen, ich muss meine Sehgewohnheiten ändern im Hinblick auf andere Menschen, sondern wenn wir von Diskriminierung selber betroffen sind, sind wir selbst mit negativen Botschaften über uns aufgewachsen. Nämlich, dass wir vermeintlich nicht liebenswert sind. Es ist für diskriminierte Personen und Gruppen also besonders wichtig, dass auch ihre Liebesgeschichten in Büchern und Filmen erzählt werden. Aber hat sich nicht schon einiges geändert? Wir haben doch alle Serien wie Euphoria, Queer Eye, Young Royals oder Filme wie Love, Simon, The Hate You Give und Call Me By Your Name gesehen. Also ich glaube, ja, es gibt inzwischen Angebote, wie zum Beispiel Serien. Ich glaube aber, dass diese vergleichsweise wenigen Angebote offen gestanden ja gar nicht ankommen gegen all das, was wir sozusagen, was vorher schon auf uns eingeprasselt ist. Also ich kann das für mich sagen, auch als schwarze Person, ich bin mit Vorstellungen von Liebe aufgewachsen oder mit Botschaften zu Liebe auch, die nicht von meiner Familie kamen, aber die überall um mich herum kamen, in denen total klar war, Liebe ist eigentlich nicht für mich gemacht. Josephine Apraku sagt, dass sich im Medienbereich schon einiges verändert hat. Aber es reiche nicht, um gegen das anzukommen, was wir bis dahin schon gesehen und verinnerlicht haben. Prinzen, Prinzessinnen und das Happy End mit Hochzeit in Weiß. Davon wimmelt es ja nur so im popkulturellen Angebot. Es braucht also viel mehr Bilder und Geschichten, die zeigen, dass Liebe vielfältig und bunt ist. Und dass das völlig okay ist. Die haben also nicht alle die gleichen Vorstellungen davon, was Liebe ist und was das bedeutet. Aber trotzdem haben wir alle eine Norm verinnerlicht, was als normal gilt und was als anders gilt. Und wenn wir dieser Norm nicht entsprechen, dann führt sie das Gefühl des Andersseins in uns hervor. Und das überträgt sich dann darauf, wen wir lieben und wie wir lieben. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Schreibt es in die Kommentare.